Herzlich willkommen zum Andis Tag, zweite Ausgabe. Wir befinden uns jetzt hier beim Verwaltungsgebäude vom Musikhug in Bülach. Ganz ein spezieller Standort für mich persönlich. Es hat nämlich einen riesigen Flügelsaal. Für mich als Pianist natürlich sehr interessant. Wir treffen jetzt gerade einen Künstler, ganz eine spezielle Persönlichkeit, der uns einige Einblicke in sein privates und berufliches Leben wird geben. Legen wir los. Sek, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Aber gerade das allererste Mal zu der Sek Suisse. Wer ist das? Ja, Sek Suisse ist jemand, der sehr extrovertiert und experimentell ist. Ich bin ein thailändischer Musiker, der in der Schweiz, also beziehungsweise auch in Europa, Musik macht. Für die Thai-Community und jetzt auch natürlich auch im Ausland. Das ist Sek Suisse. Sogar im Ausland, du hast es jetzt gerade gesagt, aber du machst ja nicht erst seit 1-2 Monaten Musik. Nehme ich jetzt einmal an, was hat dich inspiriert, Musiker zu werden? Von der Inspiration her ist eine thailändische Band. Damals war ich 9 und habe das erste Mal ein Lied von ihnen gehört. Es ist die Loso Band. Und als ich den ersten Song dort gehört habe, an einer Hochzeit, habe ich gesagt, hey, da habe ich mich verliebt in der Musik. Und das war auch wirklich die Geburtsstunde der Musik bei mir. Und so hat sich das dann auch entwickelt. Dort bin ich zum ersten Mal in der Berührung mit der Musik gekommen. Und was ist denn das für Musik? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon vor 9 Musik gehört. Also was hat dich denn so gepackt an dem Ganzen? Also mein Vater, er hat ja immer Musik laufen lassen. Also am Morgen, wenn ich aufgestanden bin, habe ich schon Songs gehört von den Beatles, von John Lennon, von den Stones und natürlich auch von thailändischen Künstlern, die mich natürlich sehr inspiriert haben. Und wo ich dann zuerst mal über die Loso Band dann gehört habe, das ist das thailändische Rock'n'Roll Band, die berühmteste in Thailand. Dort hat es mich wirklich gefasst. Das ist vergleichbar wie Guns N' Roses. Und dort, wo ich zuerst mal den Sänger gehört habe, das ist Sek Loso, habe ich gesagt, hey, irgendwann mal wollte ich auch so ein Rockstar sein wie er. Wow, okay. Also der hat dich richtig geprägt auf deinem Lebensweg. Jetzt hast ja du deinen eigenen Stil also ein bisschen auch entwickelt. Was ist denn so dein Zielpublikum? Wie muss ich mir das vorstellen? Da muss ich, glaube 2-3 Schritte zurückgehen. Also ich habe jahrelang ja auch Songs von der Loso Band gecovert. Und das an diesen Gigs habe ich dann das auch gespielt. Und vor circa fast knapp 1,5 Jahren habe ich dann meinen Coach getroffen. Das ist der GK, der Mr. Funk in der Schweiz. Also er ist wirklich super. Als ich ihn das erste Mal vor 10 Jahren gehört habe spielen, habe ich gesagt, wow, der ist richtig crazy und richtig funky. Das hat mich wirklich auch inspiriert, weil er macht dann wirklich auch die Stimmung. Und vor circa 1,5 Jahren habe ich dann entschieden, ich wollte meinen Stil ändern, nachdem ich meine ersten 2 Singles gemacht habe auf Thailändisch. Dort ist wirklich so der Umbruchstimmung gekommen, wo du gesagt hast, hey, du willst nicht nur covern, willst nicht nur einfach Thai Rock'n'Roll Musik, sondern du willst dich selber sein. Und als ich den GK getroffen habe, hat er mich wirklich auch inspiriert durch seine Art, wie er Musik macht, seine Inspiration. Also für mich, er ist vergleichbar wie Prince oder Michael Jackson. Und das hat mich wirklich auch geprägt und auch dazu gebracht, hey, auch einen Wechsel zu machen. Wow, okay. Also der scheint einen wahnsinnigen Einfluss in deiner musikalischen Entwicklung gehabt zu haben. Was mich jetzt würde interessieren, wenn du deinen Stil gewechselt hast, angepasst hast, merklich, was möchtest du mit deiner Kunst, mit deiner Musik in den Leuten auslösen? Also, der GK zu mir mal gesagt hat, das ist nach einem Gig von mir. Er hat gesagt, Sek, du bist nicht der typische Schnulzmusiker. Also, wenn du so Liebesmusik machst, wo jetzt jemand gerade Liebeskummer hat, das bist nicht du. Sondern du bist jemand, der Party machen will. Du bist ein Partymaker. Wenn du reinkommst, dann muss einfach die Stimmung da sein. Dann muss einfach Party sein. Die Leute haben dann gute Laune. Die Leute wollen tanzen. Die Leute wollen auf den Tisch gehen. Einfach feel free. Das habe ich lange nicht verstanden. Weil ich habe immer gemerkt, ja, hey, die Schnulzmusik, das ist emotional. Und das ist das, was die Leute hören wollen. Aber wenn ich mich frage, ich als Sek Suisse, da hat dann der GK völlig recht. Ich bin wirklich auch impulsiv. Darum, das Experimentelle, extrovertiert, das schmilzt dann ineinander.
Und das, was ich den Leuten geben will, ist immer gute Stimmung. Ob das jetzt ein thailändisches Publikum ist oder international, das spielt jetzt keine Rolle für mich. Für mich ist einfach in dem Moment, wo wir alle zusammen sind, wollte ich, dass alle durchführen. Und zwar richtig Vollgas. Also ich glaube, das erreichst du ja auch. Ich habe Videos von dir gesehen, wo du von Leuten umringt bist, wo dir Geld entgegengeworfen wird. Da bin ich mir zuerst nicht ganz sicher gewesen, okay, was ist das jetzt? Aber das funktioniert bei dir offensichtlich. Jetzt ist es ja so, du bist ja auch immer wieder in Thailand selber unterwegs. Wo ist dein Lebensmittelpunkt? Ist das die Schweiz, ist das Thailand oder ist das beides? Oder? Also aufgewachsen und geboren bin ich hier in der Schweiz. Jetzt bin ich hier 32, also 33. Mein Ziel ist natürlich, zukünftig dann in Thailand dann auch aufzutreten. Natürlich kann ich die Schweiz nicht ganz verlieren, weil ich habe auch mein Publikum. Also ich will hin und her natürlich pendeln. Genau. Also egal wie es läuft, in der Schweiz bleibst du erhalten, die Fans verlieren dich da nicht? Nein, das auf jeden Fall nicht. Wunderbar, wunderbar. Jetzt mal so unter uns, wir sind ja da nur zu zweit. Was ist das Verrückteste, was dir jemals an einem Auftritt passiert ist? Also nicht gerade beim Auftritt, aber es ist beim Soundcheck passiert. Wir haben alles eingesteckt und dann haben wir gerade loslegen, aber der Strom ist einfach nicht gekommen. Dann haben wir gesagt, hey, irgendwie läuft was falsch. Haben sie nicht Strom richtig gezahlt? Oder was ist passiert? Und dann sind wir fast knapp eine halbe Stunde lang am Rumgrübeln gewesen. Und der Fehler war, wir haben einfach den On-Off-Schalter nicht eingeschaltet. Das war das Verrückteste. Ein Klassiker. Ja, genau. Ein Klassiker. Wow, ja, das ist natürlich etwas. Wann fliegst du wieder auf Thailand? Sehr wahrscheinlich schon in 3 Wochen. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Bestätigung vom Veranstalter. Kann sein, dass ich eigentlich nur für einen Tag dann fliege. Das heisst, am Freitag fliege ich, Samstag Konzert und Sonntag bin ich wieder weg. Weil bis Ende September bin ich hier in der Schweiz für Festivals und für verschiedene Anlässe ausgebucht. Daher, falls ich dann wieder nach Thailand fliege, wird es wahrscheinlich nur vom Montag bis zum Donnerstag sein. Ja, das ist ein kurzer Trip für Thailand. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, auf Thailand fliegt man etwa 12 Stunden. Also es ist jetzt ein kleiner Powernap, sage ich dem mal. Ja, wir haben offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen von Powernaps. Ist gut. Aber wie ist das jetzt eigentlich? Du bist momentan ein bisschen auf einem Höhenflug. Also du bist ja in Thailand gewesen. Du hast einen Award bekommen in Thailand, habe ich gesehen. Genau. Von dem musst du noch kurz erzählen. Wie kommt man einen Award über in Thailand? Das war auch sehr überraschend gewesen. Das ist letztes Jahr ist es passiert. Also im Dezember hatte ich geplant, dass ich nach Thailand gehe für Konzerte in Pattaya und in Bangkok. Und dann, als ich dann in Bangkok angekommen bin, habe ich dann einen Anruf bekommen von einem Organisator. Der hat mir dann gesagt, du, lieber Sek, kannst du dann am 14. Januar vorbeikommen, wir haben einen Award für dich. Und am Anfang habe ich gemeint, das ist ein Telefonstreich. Und ich dachte, okay, jetzt will er mich noch übel nehmen, okay, ich bin jetzt da fast knapp 10.000 Kilometer gekommen, Award, okay. Aber dann haben sie gesagt, ja, kommst du bitte, wir schicken dir dann die Adresse. Und dann dachte ich, ja komm, machen wir es mal. Dann bin ich dort angegangen und es war wirklich überraschend gewesen. Also ein riesiges Event, sie haben das in einem Hotel das veranstaltet mit über Tausenden von Leuten. Und das war mein erster Award gewesen und es ist darum gegangen, ich als thailändischer Musiker im Ausland hatte am meisten Auftritte gehabt. Ein Jahr her, genau. Und das weltweit. Und für mich war es eigentlich nur ein Job gewesen, oder? Ich machte ja das als beruflich. Ich dachte, ja, das ist auch selbstverständlich. Aber für sie ist das natürlich etwas Einzigartiges. Und das haben sie mir dann natürlich übergeben. Und für mich war es natürlich eben, wie gesagt, sehr überraschend, nicht erwartend gewesen. Und darum ist natürlich auch die Freude mega gross. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Andi, ich verdanke dem natürlich auch das Publikum, all den Veranstaltern, die in der Schweiz sind, in Thailand, im Ausland, wo ich auch auftreten bin. Ohne die Leute wäre es eigentlich gerne möglich gewesen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ihr habt es gehört, ihr verhelft dem Sek Swiss zum grossen Durchbruch. Oder einem noch grösseren Durchbruch, ich muss es vielleicht so sagen. Jetzt eine Frage, die ich noch habe. Wenn man deine Auftritte anschaut, wenn man die auf Instagram folgt und so weiter, du hast immer wieder Bilder drin, wo dir die Leute eben
Geld nachwerfen, die Einzelfälle, aber auch, vor allem Frauen jetzt natürlich, die da auch mal Geld irgendwo reinstecken. Und es sind immer diverse Frauen, es sind nicht so die üblichen 1, 2 Groupies, wobei du die natürlich auch hast, das habe ich bereits gesehen. Bist du das oder ist das deine Rolle, die du spielst? Das ist Sexist, das bin ich wirklich. Ich verkörpere das und ich liebe das auch. Ich liebe, wenn die Leute natürlich nicht nur die Musik spielen, sondern auch den Sexappeal von der Musik. Weil ich sage, Partystimmung, wenn die Leute wirklich so sind, wie sie sind, das ist wirklich entscheidend und das bin ich wirklich. Sehr cool. Wow. Wir sind schon fast am Schluss vom Interview. Gibt es jetzt noch etwas, was du deinem Publikum, deinen Fans möchtest mitteilen? Also ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken. Also das heißt Community hier in der Schweiz, in Thailand, in Dänemark, in Tschechien, in Frankreich, also überall, wo ich schon auftreten bin. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch allen. Danke, dass ihr mich schon seit meinem ersten Auftritt supporten, immer an mich geglaubt habt und auch meine Musik unterstützen. Auch natürlich grosses Dankeschön an Musik Hook, wo uns natürlich das Location da zur Verfügung gestellt haben für das Interview. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank. Ich verspreche euch, ich werde weiterhin Vollgas geben in diesem Auftritt. Ihr werdet weiterhin super Partys haben mit mir zusammen und auf die nächsten Auftritt freue ich mich mega. Wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es gibt eigentlich nur noch etwas zu sagen. Ich habe es dir versprochen. Wir spielen jetzt nicht bis zusammen. Machen wir. Let's go. Wunderbar. Imagine there is no weather. It's easy if you try. No help with no one. Above the suns, there's only sky. Imagine